Ich finde, mentale Gesundheit ist das A und O, die absolute Basis zum Glücklichsein, zum Zufriedensein, ein erfülltes Leben leben. Wir geben so unglaublich viel Geld aus für Kosmetikprodukte. Tausende, Milliarden wahrscheinlich weltweit Euros oder Dollars und kümmern uns im Vergleich dazu zu wenig um unsere innere Pflege. Warum sind wir traurig? Warum sind wir wütend? Was belastet uns? Warum neigen wir zu Depressionen, zu Melancholie? Wir übergehen uns selbst im Prinzip zu sehr und es ist nicht nur für uns wichtig, für unser Glücklichsein, sondern auch für unser soziales Umfeld, für unsere Beziehungen, für unsere Familien. Also wenn man selbst nicht glücklich und zufrieden ist, strahlt man das A auch aus und B belastet man nicht nur sich selbst dadurch, sondern auch sein Umfeld. Psychologische Beratung ist ein sehr wichtiges Thema für mich, das mich über Jahre begleitet hat. Wie gesagt, ich hatte diverse traumatische Erfahrungen. Daraus resultierte eben ein bestimmtes Verhalten von mir, dass ich mich versteckt habe, dass ich mich zurückgezogen habe. Die sexuelle Belästigung war ausschlaggebend. Aufgrund dessen habe ich zum Beispiel ein Problem gehabt im Leben. Darüber habe ich tatsächlich noch nie gesprochen. Es hat sich eine Knibbelakne bei mir entwickelt. Also Knibbelakne, das ist auch kein sehr populäres Thema. Menschen schneiden sich ja auf und kratzen sich auf. Und Knibbelakne haben oft Mädchen, auch das fängt meistens in der Pubertät an, die ihr Gesicht zerkratzen. Also die gar keine Akne haben, aber man verspürt so einen Druck innerlich in sich und will so diesen ganzen Dreck und das, was man traumatisch erlebt hat, loswerden, dass man anfängt, seine Optik zu zerstören, sein Gesicht zu kratzen und zerstören. Aufgrund dessen wiederum ging mein soziales Leben zugrunde, weil ich sah ja manchmal aus, als ob auf mich Hummeln, Bienen und Wespen eingestochen hätten, aufgekratzt, aufgeschwollen, blutig. Dann sagt man Termine ab, dann sagt man Verabredungen ab, dann funktioniert die Beziehung nicht. Die Leute denken, man lügt, weil man kurzfristig absagt. Also es ist ein Teufelskreis. Aus dem bin ich wirklich nur aufgrund der psychologischen Betreuung rausgekommen. Ich wäre da niemals selbst rausgekommen. Der Mut, sich Hilfe zu holen, seine Hand auszustrecken, zu sagen, ich komme nicht klar mit meinem Leben oder ich komme nicht klar mit kleinen Dingen im Leben, die mich völlig aus der Bahn werfen. Das können große Probleme sein oder kleine Problemchen. Da gibt es ja wirklich so viele, also toxische Beziehungen, Impotenz, Zweifeln an sich selbst. Ich weiß, da könnte ich jetzt so viele Themen aufzählen, mit denen wir uns herumschlagen im Leben, im Alltag. Zu seiner Homosexualität stehen und Angst vor den Eltern haben. Es gibt wahnsinnig viele Themen, mit denen man eben nicht alleine zurechtkommen muss. Ich finde es mutig, um Hilfe zu bitten. Man hat ja oft Angst davor, Schwäche zu zeigen. Man will nicht als Loser dastehen, als Versager dastehen in unserer Gesellschaft. Ich habe mir eingebildet, ich habe keine Probleme. Also wirklich, das letzte Jahr war super und ich bin im Reinen mit mir selbst. Und dann habe ich der Therapeutin gesagt, ich war ganz offen, habe gesagt, pass auf, ich möchte Botschafterin werden für InstaHelp. Ich möchte dieses Portal nutzen und meine Erfahrungen damit machen. Wie gesagt, man registriert sich, man sucht den oder die Therapeutin für sich aus, anhand von Alter, anhand von Berufserfahrung, anhand von Geschlecht. Und dann, wie gesagt, man kann schreiben, man kann Videochatten oder man kann telefonieren. Alles möglich. Alles so anonym, wie man es handhaben möchte. Ich habe eine ganz tolle Therapeutin ans Telefon bekommen. Also wirklich lieben Dank. Sie hat mich gefragt, gut Natalia, wir haben uns geduzt, die Frage ist auch, sieht man sich, duzt man sich? Ich war ganz offen, das ist natürlich die Voraussetzung, dass man sagt, ich bin ganz offen dieser neuen Form von psychologischer Online-Betreuung, einfach ohne Erwartungen reinzugehen. Das ist ja wie wenn man zum Friseur geht oder man muss ja die richtige Person für sich und sein Anliegen finden. Das kann sein, dass das erste Gespräch schief geht und man hat die Chemie nicht. Bei mir war es so, ich hatte großes Glück und ich hatte die Chemie zwischen meiner Therapeutin und mir war genau die richtige, emotional, intellektuell. Und dann haben wir so darüber gesprochen, hat mich die Therapeutin gefragt, was so allgemein mein Thema war im Leben. Dann habe ich eben gesagt, Selbstwertgefühl. Und dann haben wir darüber nochmal gesprochen und ich habe eine aktuelle zwischenmenschliche Beziehung, die ich ja dann komplett für mich beendet habe,
mit ihr zusammen verarbeitet. Ich habe es wirklich mit ihr zusammen gemacht. Sie hat mir ganz tolle Bilder gegeben, ganz tolle Beispiele. Ich habe Tagebuch geführt über gewisse Dinge und hat mir geholfen, die Situation für mich zu klären.